Über die Bedeutung von KI im Engineering und in den Unternehmensprozessen haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen im Tech Talk. Heute will ich aber mit meinem Gast darüber sprechen, was das vor allem für die IT-Systeme im Unternehmen bedeutet, also die eigene IT-Landschaft, die durch die KI-Lösungen ja hoffentlich besser, effizienter und schneller werden. Aber ob das so sein wird, das müssen wir erstmal heute klären. Zu Gast habe ich heute Nico Michels von der Firma Siemens Industry Software. Er verantwortet dort das gesamte Portfolio der Digital Enterprise, also ist praktisch zuständig, die Unternehmens-IT der Kunden von Siemens auf Vordermann zu bringen. Und deswegen freue ich mich mit ihm, heute über das Thema KI und Unternehmens-IT zu sprechen. Hallo Roman. Ja, herzlich willkommen Nico. Schön, dass du heute auch die Zeit gefunden hast, dass wir mal gemeinsam ein bisschen quatschen darüber, welche Bedeutung eigentlich KI für die Unternehmen hat, für die Unternehmensprozesse. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal noch mal kurz sagen, was ist genau so deine Rolle bei Siemens? Was verantwortest du und was begegnet dir so an täglichen Herausforderungen, die du ja nicht nur versuchst, sondern denke ich auch löst? Ja, meine Rolle bei Siemens, hast du schon eine Anmoderation gemacht, Digital Enterprise, was ist das? Wir beginnen tatsächlich bei den Vorständen und jetzt neu sogar bei Aufsichtsräten. Ne? Das sind auch interessante Termine, sind jetzt neu dazugekommen. Das Thema digitale Transformation für die IT und für die OT, also für die Operational Technology, produktionsseitig, zu diskutieren und vor allen Dingen dann relativ schnell zu einer Architektur zu führen, die dann mit den Elementen und Portfolio-Themen, die wir haben bei Siemens, aus der Software, aus der Automatisierung dann zu lösen. Und dann wirklich ganze Roadmaps zu bauen, für deren Produkt- und Service-Systeme die richtige Ausstattung der IT und der OT zu finden, die dann auch wirklich zu implementieren und relativ schnell dann die Ziele, die Unternehmen sich daraus erwarten, gesteckt haben, dann auch wirklich zu erfüllen. Das ist unsere Aufgabe. Dafür haben wir ein großes Team, haben alle Portfolio-Elemente sozusagen dabei und erleben jeden Tag unterschiedlichste Facetten und unterschiedlichste Angänge von sowas, aber spannendes Feld, ja. Ja, absolut. Jetzt, aus deiner Vergangenheit, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen jetzt, warst du nicht nur bei Siemens, sondern ja auch sehr stark auf der Anwenderseite, also bei den Unternehmen, die du jetzt ja zum Teil berätst, jahrelang. Das heißt, ich kenne eigentlich keinen zweiten, der mit so einer Historie dieses Thema auch wirklich eine operativen Umsetzung von allen Facetten eigentlich kennt. Wie gestalte ich die IT-Systeme, um vernünftig Wertschöpfung zu betreiben? Im Engineering, im Produktionsumfeld natürlich auch. Und was sind so, ist denn jetzt das Thema KI etwas, was wirklich was Neues bringt? Oder ist das jetzt einfach nur etwas, was dir irgendwie bekannt vorkommt und sagst, ja gut, man muss eigentlich noch die Hausaufgaben von der Vergangenheit erstmal machen, bevor wir über das Thema KI sprechen? Oder wie ordnest du den ganzen Hype um GenAI aus dieser Perspektive eigentlich mal so ein? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Top-Thema gerade in der Industrie, und zwar auf allen Ebenen der IT-Systeme. Wirklich von der Diskussion der Infrastruktur oder des Hyperscalings in unserer Sprache, wo wirklich dann die ganzen Services ausgelagert werden, wo kriege ich eigentlich mein Balancing her, bis hin in die high-endsten Applikationen und das wirklich von Engineering über Produktion, Qualitätsthemen bis in Service rein und tatsächlich auch viele Geschichten, wo man sagt, okay, wie auch die Rückführung des Produkts dann über das Recycling wiederkommen kann, also einmal den ganzen geschlossenen Lebenszyklus und so von der Historie her, ja, das ging so, also es ist ja, sag ich mal, das Thema Deep Learning, Machine Learning, KI an sich, ist jetzt für uns alle in der Industrie jetzt nicht so neu und wurde immer so ein bisschen, sag ich mal, bis vor 1,5, 2 Jahren so ein bisschen so als Nebenthema betrachtet. Man sagt, okay, das gibt's auch und damit kann man spezielle Probleme oder Aufgabenstellungen lösen. Das hat sich jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren komplett gewandelt. Die Erwartungshaltung der Unternehmenslenker, des Top-Managements ist, kann man das jetzt wirklich in das tägliche Doing reinbringen? Kann ich damit komplett von der Infrastrukturebene angefangen Dinge tun? Kann ich vor allen Dingen, und das ist die größte Frage, die im Raum steht, kann ich vor allen Dingen die ja doch bekannten, sag ich mal, langen Laufzeiten von IT-Projekten deutlich verkürzen? Also das heißt, das, was wir auf der Produktseite schon lange immer haben, sozusagen dieses Thema, unser neudeutsches Wort Lead Time Reduction, also Durchlaufzeitverkürzung bei der Produktentwicklung, kann ich jetzt auch mit solchen Funktionen eine komplette Durchlaufzeitverkürzung für IT-Projekte haben. Und die Frage ist tatsächlich, die ist neu. Aber ich sag mal so, die Grundlagen, mit denen wir das machen, die sind jetzt, ich sag mal, schon bekannt für Leute, die das länger machen, ja. Ja, absolut, ja. Und du sprichst natürlich ein wichtiges Thema an. Jeder, der solche IT-Projekte schon mal miterlebt hat und begleitet hat, der hat ja auch ein bisschen Angst und Schrecken davor, weil sie tatsächlich ja manchmal sehr komplex sind und länger dauern als die eine oder andere Produktentwicklung selbst.
da siehst du wirklich Potenzial, dass wir da schneller und besser werden, weil oftmals ist es ja auch so, dass ja auch Entwicklerinnen und Entwickler sagen, oh, nicht schon wieder so ein neues IT-System wird eingeführt. Jetzt, die fragen ja zum Teil gar nicht danach, was jetzt besser geht, sondern was wird danach schlechter gehen oder erstmal nicht gehen. Da siehst du einen Hebel dafür durch KI? Ja, definitiv. Weil, also das eins der größten Herausforderungen und dann, wenn es nicht gelöst werden, wenn es da massive Probleme dann in Unternehmen ist ja bei so Einführung von IT-Themen oder bei ganzen Transformationen wirklich den vorhandenen Datenbestand, also die Migration irgendwie in den Griff zu bekommen. Und die meisten Projekte, die ich sozusagen habe scheitern sehen oder wo wir dann dazugeholt worden sind, um sie dann doch noch wieder hinzubekommen, hatten den Pfad der eigentlichen Transformation des Datenstamms und der gesamten Prozesse und alles, was dazugehört, nicht auf dem Schirm. Mal davon abgesehen, dass sozusagen der ganze Shift des Arbeitswesens sich ja dann auch, das ist natürlich ihr Training, Schulung, Leute mitnehmen, das Schlagwort dazu. Aber eigentlich, sag ich mal so, unterhalb des Maschinenraums, da ist natürlich dieses Thema, wie kann ich jetzt Daten lesen, migrieren, wie kann ich sie mir zurechtbauen, wie kann ich sozusagen parallel zu meinen bestehenden produktiven Systemen dazu Funktionen bauen, die mir dabei helfen. Das ist ein Feld, das kommt uns jetzt wirklich zugute, wenn man es dann erschließt. Ja, und da bieten sich natürlich solche komplexen, großen Sprachmodelle à la GPT und Llama natürlich wahrscheinlich an, dieses Datenmigrationsthema mal in den Griff zu bekommen, was wirklich ein Riesenthema ist, das merken wir ja auch. Ja. Oftmals scheitert es an solchen profanen Aufgaben eigentlich, wie PDFs zu sortieren oder die Daten an der richtigen Stelle abzulegen und zu verlinken. Da könnten natürlich Sprachmodelle eine große Abhilfe machen. Ist das etwas, was Kunden schon aktiv fragen oder müsst ihr die zum Teil auch darauf hinweisen? Also bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, Großteil unserer Kunden, die Partner, die haben das noch gar nicht so verstanden, was eigentlich jetzt damit möglich ist und dass man sich aber damit natürlich auch dann auseinandersetzen müsste. Und deswegen jetzt mal die Frage an dich, wird das schon proaktiv nachgefragt? Also kommen die zu euch und sagen, wie können wir jetzt mit Sprachmodellen besser Daten migrieren? Das ist eine Anfrage, die ihr erhaltet. Definitiv noch nicht. Ne? Das bringen wir dann immer rein und sagen, okay, frühzeitiges dran denken, Datenmigration und dann zu sagen, guck mal, und da haben wir ja Möglichkeiten, was wir früher dann mit mühseligen Logik-Engines gebaut haben, hardcore durchgecodet, dann festgelegt haben in großen Workshops, wer von wo nach wo und wo ist jetzt der Wissensträger. Und dann natürlich das Problem hatten auch vor allen Dingen von den, Hardcore-Techies, die solche Datenmigrationssysteme schon immer bauen und programmieren konnten. Also die sozusagen auf der sachlogischen Ebene das können, die brauchen kein KI. Die können das auch so. Aber zwischen diesen Menschen und den normalsprachlichen Leuten, die dann, mit ihrer Unternehmenssprache erklären müssen, was von A nach B geht, was das eigentlich jetzt für Interpretationen sind, wenn ich jetzt eine Zeichnung, einen Materialstamm, eine Stückliste, wie hängt das zusammen? Das erklären die ja in ihrer natürlichen Sprache. Kommt noch dazu, die natürlich nicht dafür ausgeprägt ist, eine Migrationsthematik zu erklären. Ne? Also das darf man immer nicht verkennen, auch bei ausgeprägten IT-Lern, ausgeprägten Ingenieuren, die haben jetzt nicht im Referenzsystem ihrer Sprache die Begrifflichkeiten, eine Migrationserklärung zu machen für Daten. Und das ist eigentlich das, was in der Vergangenheit immer unglaublich lange gebraucht hat, bis dann der wirklich was hackt auf der Datenebene, so einen Migrationspfad, versteht, was eigentlich der ihm erklärt, was er da fachlich tut, das miteinander zusammenbringt. Und da sehe ich ein Riesenthema, dass wir das wirklich lösen können, wo wir sagen, mit einfachlichen, also mit normalsprachlicher Erklärung runterkommen in Migrationspfade. Ja. Aber das fragt noch keiner nach. Das bringen wir dann rein und sagen, kann das ein Pfad sein? Ja, das ist natürlich schon ein spannender Gedanke, weil das würde ja nicht nur Datenmigration, es würde auch bedeuten, ich bin schneller im Aufsetzen von neuen IT-Systemen und kann sie auch schneller in die Produktivität beführen. Das ist ja das große Manko immer, schnell in die Produktivität zu bekommen. Ich werde das nie vergessen, als ich Student war und das erste CAD-System gelernt habe, mich dann schon gefragt habe, mein Gott, ist das aber ganz schön komplex, wie komplex kann die Produkte? Und dann habe ich da irgendwie so eine Messvorrichtung konstruiert, wo ich mir denke, ich hätte es ja auch zeichnen können. Ne? Das hat mich viel länger gebraucht, um das als CAD-Modell zu entwickeln, weil ich das CAD-System nicht kannte. Das war NX, aber es war noch bevor Siemens das hatte. Aber es wäre mit jedem anderen genauso. Ne? Also man muss dieses System erstmal lernen. Und wenn ich natürlich interagieren kann mit den Systemen, die Migration sicherstellt, dann könnte sogar Entwickler 1 oder Entwickler 2, obwohl sie in derselben Firma arbeiten, theoretisch mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Und man würde letztlich das irgendwie zusammenbekommen auf der Datenebene. Das wäre jetzt ganz weit nach vorne gedacht. Ja. Ob das jeweils so kommt, sei hingestellt. Aber die Technologie gibt zum ersten Mal berechtigte Hoffnung, dass das besser wird. Genau. Und die meisten Unternehmen sind ja in der Situation, dass wir da reinkommen und sagen, wir machen jetzt eine Transformation, Engineering, Produktion, haben ja meistens die Herausforderung, dass jetzt durch die Zukäufe oder durch die verschiedensten Art des Arbeitens über verschiedenste Standorte hinweg
ja innerhalb der Unternehmen ja, ich sag mal, massive Versetzungen haben, was Prozesse, Methoden, Arbeitsweisen, Datenstrukturen angeht. Und die sprechen ja meistens im selben Unternehmen nicht die Sprache über ihre eigentliche Arbeit. Und wenn man da wirklich ansetzt und sagt, wie kriegt man das durchnivelliert und wie macht man jetzt aus dem, was mir jetzt ein Entwickler erklärt, was er den ganzen Tag tut, runtergebrochen mal eine generische ersten Ansatz eines Prozesses, einer Methodik, eines dafür vorhandenen Datenmodells, das wird uns natürlich Schübe bringen in der ganzen Welt. Ja, also technologisch geht das. Wir müssen jetzt die Firmen und auch uns selbst alle, sag ich mal, in der Projektarbeit dahin führen. Ja, absolut. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wir brauchen sicherlich auch ein paar KI-Experten nach wie vor. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir merken so in diesem Tech-Talk ein bisschen, das sind nicht nur die Hardcore-KIler der Vergangenheit, also bis vor wenigen Jahren saßen wirklich nur Expertinnen, Experten, die das jahrelang gemacht haben zusammen. Mittlerweile merken wir, dass viele Leute sich in die Thematik auch des Gen AI relativ gut reinfuchsen können und reinarbeiten können. Also Neugier ist eigentlich das Wichtigste. Wie macht ihr das, sagen wir mal, als Anbieter von solchen Lösungen? Ihr müsst euch ja auch damit aufschlauen. Ihr müsst auch wissen, was der letzte Trend ist, der ich sage jetzt mal, der neueste Scheiß, der gerade irgendwie veröffentlicht wird in den Themen. Aber wie seht ihr das auch bei euren Kunden gerade, die oftmals ja auch Maschinenbauunternehmen, mittelständische Unternehmen sind, die nicht so einfach, ich sag mal, 5 Leute abstellen können, die erstmal Twitter durchsuchen, was gibt es denn für neueste Trends und Möglichkeiten und den ganzen Tag hier mit der Veröffentlichung von Google und OpenAI sich angucken. Ja, da bieten wir unseren Kunden so kollaborative Entwicklungsthemen an. Wir selber haben ja Partnerschaften, ne, mit Microsoft dazu und bieten dann an, dass wir sozusagen in Workshop-Mode dann auch wirklich dann auf ihre Produkte gucken, was da geht. Und da kommen erstaunliche Dinge bei raus. Und das ist auch das, was ich glaube, was uns sowohl auf der IT, aber auch tatsächlich in den eigentlichen Produkten unserer Maschinenbauwelt, aus der wir ja kommen, also wir haben ja das Thema Industrie 4.0 jetzt versucht ausreichend zu stressen. Guckt man da wirklich in die Tiefe bei den Unternehmen und fragt nach, was jetzt die letzten 10 Jahre da getan worden ist, dann haben viele an Konnektivität gearbeitet. Aber dann kam natürlich immer auch schnell die Frage, jetzt mache ich meine Produkte connectable und was habe ich jetzt als Unternehmen davon? Irgendwer nutzt dann mein Produkt und macht daraus ein höher liegendes Business, aber ich kriege dafür nichts. So, jetzt mit KI wieder in die eigenen Produkte reinzugehen, ist ein echter Schub für die Unternehmen selbst. Das heißt, sie können wieder ihre Produkte dadurch definitiv, ich sag mal, wertvoller und wertschöpfender für ihre Kunden machen. Also kurzum, mehr Performance auf selber Hardware bringen. Und das treibt die schon massiv an. Und da gibt es ja wirklich Dinge, da reden wir dann nicht von 3, 4, 5% Verbesserung gegenüber der Konkurrenz, sondern wir haben einige Kunden, die haben durch Einführung solcher Themen 30, 40, 50% Performance-Verbesserung auf denselben mechatronischen Grundstrukturen. Hardware nicht teurer geworden. Hardware nicht teurer geworden. Und wenn dann für 500 € bei einer 500.000 € Maschine eine Kamera dazu. Ja. Aber jetzt kommt das Wertvolle liegt in dem Fall dann in der Software. So, und dann sind wir aber gleich wieder da drin, okay, wenn das jetzt sozusagen der Teil ist, den ich jetzt auf so einer mechatronischen Grundstruktur dazu bringe, dann sind wir wieder bei der inneren IT. Wo lasse ich das? Wie teste ich das? Wie halte ich das traceable? Wie kann ich gegenüber den Zulassungsbehörden, gibt ja kaum noch Produkte in dem, sag ich mal, High-End-Umfeld, wo wir unterwegs sind, die nicht irgendeine Zulassung brauchen. So, und dann von Medizintechnik bis Homologation von Fahrzeugen, CE-Kennzeichen und allem drum und dran, da muss natürlich eine Nachvollziehbarkeit her. Und das sind jetzt wieder die Top-Themen, die dann wieder auf die IT-Systeme sich runterspielen und sagen, so, und was machen wir denn da jetzt? Ja. Und da wird auch in Zukunft die Antwort sein, wir müssen halt, wenn wir, so High-End-Produkte mit KI bezogen entwickeln und an den Markt bringen, sage ich immer ganz einfach, also wer glaubt dann, dass die da unterliegenden Enabling-Systeme, die unterliegenden IT-Systeme, mit denen ich das mache, dass die aus dem letzten Jahrhundert sein können. Ja. Das geht gar nicht, das muss zusammenpassen. Ja, absolut. Und das ist im Moment natürlich noch sind so Aha-Erlebnisse und auch dann natürlich harte Diskussionen, wie jetzt die Budgets verteilt werden. Stecke ich es in die Infrastruktur, stecke ich es ins Produkt? Das ist ein harter Kampf gerade. Ja. Aber wir sind ja beide so Verfechter der Transformation des Engineerings, also dass das Engineering einfach leistungsfähiger werden muss, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und dann, wenn wir nicht exzellent ingenieren, dann kann man alles so werden wir ja auch nicht mehr produzieren und dergleichen, wird sehr viel Wertschöpfung verloren. Ja. Und die steht schon ein bisschen unter Spannung, würde ich momentan sagen, weil viele durch KI natürlich aufschließen können. Also viele Dinge, die wir momentan noch meinen, das ist unsere Expertise, da sind wir extrem gut, die sind vielleicht gar nicht so viel wert oder gar nicht so exklusiv in der Zukunft, weil man Expertenwissen aus Daten, aus solchen Sachen nämlich auch mittlerweile relativ gut lernen kann. Es gibt ja Leute, die sagen, es braucht nur genug Daten, dann
ich sehe das, was ein Experte über 30 Jahre lang als einziger auf der Welt nur konnte, auch. Ja. Das ist schon spannend. Für diesen Wandel des Engineerings, das ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiges Thema. Da gehören die IT-Systeme dazu, da gehören aber auch die Menschen natürlich sehr stark dazu, die wir da mitnehmen müssen. Wie würdest du das Thema oder die Erkenntnis bei den Unternehmen momentan draußen sehen, dass sie es schon verstanden haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit hängt tatsächlich an dem Gestalten des eigenen, wir nennen es mal, Engineering-Systems, was dahinter liegt. Ja. Was du gesagt hast. Weil ich habe immer das Gefühl, viele realisieren das gar nicht. In der Politik sowieso nicht. Das habe ich das Gefühl, das wird noch ein langer Weg, um mal zu verstehen, was tatsächlich Wertschöpfung bedeutet. Aber bei manchen Unternehmen sage ich auch, die sehen Wertschöpfung erst, wenn irgendwas in der Produktionshalle passiert. Ja. Und das ist ja eigentlich viel zu spät. Ja, definitiv so. Und da gibt es so 2, 3 Facetten, die wir gerade so sehen, wo man sagt, da hat man wirklich einen Angriffspunkt. Also erst einmal das genau, was du beschrieben hast. Bei dem Eigentlichen, das, was wir, wenn wir mal sagen, wir machen mal so ein kleines Schichtmodell, was ist eigentlich der intellektuelle, innovative Anteil im Engineering, wo ich dann mich mit KI-Elementen in die Lage versetze, unglaublich schnell, unglaublich viele Varianten mir durchzusimulieren. Ja. Und die dann auch wirklich nicht nur einmal durchsimuliert zu haben, sondern das auch als dann mitzunehmen als Deep Learning Modell da mitzunehmen. Ja. Da ist ein ganz wichtiger Stichpunkt synthetische Daten. Ja. Das ist also die Erzeugung der Daten, einfach, wenn man sie nicht hat. Genau, auch wenn man sie nicht hat, um sozusagen die Zukunftsperspektiven zu bauen. Das heißt, jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir sagen, Ingenieren eines Objekts, eines Produkts, eines Cyber-Physical Systems und jetzt geht's los, genau, Mechanik, Elektronik, Software, Services, alles zusammen und das jetzt konsistent zu halten und da wirklich zu sagen, okay, darauf konzentriere ich mich jetzt und da setze ich jetzt KI ein. So. Was jetzt spannend ist, das ist relativ schnell erklärt in den Unternehmen, dass man das also intellektuell schnell erfasst. Die Umsetzung ist natürlich erstmal ein Brett. Was aber auch bei rauskommt ist, wenn wir das wirklich immer tiefer angucken, haben wir tatsächlich noch ein Urpotenzial, was, glaube ich, gar nicht so bewusst war. Wenn wir wirklich in viele Unternehmen reingehen und auch da dann, ich sag mal, über die gesamten prozessualen Analysen rangehen, verbrauchen wir tatsächlich immer noch sehr viel Zeit für administratives Beiwerk. So, und wenn man das schon mal löst, da haben wir schon mal den nächsten Schritt gemacht. Da sage ich mal, da haben wir schon mal so eine 2-0 geschafft dafür. Und dann parallel sich noch mit dem Know-how-Aufbau im KI, im Engineering an dem eigentlichen Kernthema zu befassen. Da ist viel drin noch, definitiv. Ja. Ich teile das immer so für mich jetzt so in 3 Säulen ein, die momentan eigentlich bei dem Thema KI-Engineering relevant sind, auch so ein bisschen zeitlich. Also ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, das würde ich jetzt so in der ersten Säule sehen, da gibt es überhaupt kein Warten und kein Halten mehr. Eigentlich, ich sage jetzt mal so Engineering Co-Pilots sich zu überlegen, also sich komplette Prozesse anzuschauen. Kann auch das Administrative letztlich sein, aber sagen wir mal, entlang des Vs kann nur im Requirements-Bereich sein oder kann was im CAD-Bereich sein. Da werdet ihr sicherlich auch Lösungen am Portfolio jetzt arbeiten, wo ihr sagt, jetzt können wir viel besser machen, dem Kunden besser anbieten. Das ist aus meiner Sicht jetzt schon fahrlässig, es nicht zu tun. Richtig. Also ich sehe es immer, bei Unternehmen wird das nicht getan, wenn es in der Produktion gibt es den Werksleiter und Produktionsleiter, der ständig darauf getrimmt ist, das Produktionssystem zu verbessern. Wenn es den natürlich im Engineering nicht gibt, was es geben sollte, weil es sollte der Entwicklungsleiter oder die Entwicklungsleiterin sein, dann müsste die Person eigentlich sich momentan nur mit dem Thema KI beschäftigen und sagen, was kann ich besser und schneller machen, weil das der Das wäre so die erste Säule. Da wüsste ich nicht, weswegen man wartet. Die dritte Säule, also fangen wir mal nicht chronologisch, sondern die dritte Säule ist die ganz späte, die wir auch schon hören bei vielen, die jetzt hier mit reinspielt. Welche Rolle spielen jetzt diese Sprachmodelle zum Beispiel für meine zukünftige Unternehmens-IT oder Engineering-IT? Also wie passt Sprachmodell und PLM zusammen? Löst es das ab oder PLM ist ja mehr ein Konzept. Wie verankere ich das und brauche ich 1 oder brauche ich 100 Sprachmodelle? Das sehe ich auch, diese Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Die müssen wir jetzt gemeinsam, glaube ich, mit alle gemeinsam gestalten. Und das, was die meisten nicht sehen, ist das dazwischen, was eigentlich eher so mittelfristig ist, und das ist das Systems Engineering. Ich meine eben, das, was du gesagt hast, spielt ja genau darauf hinaus, nämlich dieses durchgängige Dokumentieren, Engineering, also all das, was wir im Systems Engineering schulen, da bin ich auch realistisch, das liegt irgendwie den Leuten nicht. Ne? Ja. Das liegt den Leuten einfach. Definitiv. Die entwickeln und wollen dann weitermachen und wollen nicht noch die Dokumentation nachpflegen und die Homologationsanforderung hier und da. Wenn wir da automatisieren könnten, das wäre doch das Riesenhebel. Ja, definitiv. Und das meine ich tatsächlich mit dem administrativen Work drumherum. Und bin ich völlig bei dir. Wir beide treiben jetzt seit über ein Jahrzehnt das Thema Systems Engineering. Ja. Wir sehen überall da, wo man das wirklich konsequent macht, da hat es Erfolge, aber da, wo man dann sagt, okay, da verlässt man wieder so ein bisschen
den Pfad der Tugend und sagt, ja, machen wir dann morgen wieder. Das macht ja jeder. Also ich kenne kein Unternehmen, das wirklich bis ins Letzte. Du irgendwo sagst du, jetzt ist schon der Aufwand, wird er immer größer. Ja. Verständlich, aber da hätten die Systeme ja genau die Lösung. Definitiv, bei der ganzen Verbindung der Geschichten und da auch damit Sprachmodellen zu arbeiten, weil das ist ja heute in einer, sagen wir mal, sehr kryptischen Art, wie wir das tun. Und wir erfinden ja auch immer weitere Sprachmodelle hinzu. Ja. Also das MLV2 ist jetzt, hat dann, ich sag mal, eine viel bessere Handhabe, aber es wird ja nicht weniger. Nee. Also es wird auch wieder spezieller, eigentlich genau entgegen des Trends. Ja. Du brauchst noch mehr Spezialisten, es werden immer wieder weniger Leute, Unternehmen, die das dann können und dann sind das ja gute Leute, die gut ausgebildet sind, die haben natürlich den ganzen Tag nicht Lust, hier nur Traces zu ziehen, sondern das muss dann automatisiert laufen. Ne? Ich scherze immer bei uns hier in der ganzen Abteilung Systems Engineering, wenn ihr euren Job gut macht, dann wird es euren Job so nicht mehr geben, sondern euer Job muss durch die KI realisierbar sein, also das, woran die forschen und arbeiten. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch mal immer wieder ein gleiches Thema bei den ganzen IT-Projekten, Transformationsprojekten. Das ist 1:1 in jedem Unternehmen gleich, dass man die Leute, die man dafür braucht, um gesamte Engineering-Prozesse und IT-Systeme zu transformieren, zu definieren, zu spezifizieren, sind immer genau die gleichen Leute, die eigentlich das Engineering machen sollen. Das heißt, die IT-Projekte scheitern oftmals nicht daran, dass es nicht die Idee gibt, den Willen oder auch die befähigten Leute, die da mithelfen können, sondern die Experten aus dem Unternehmen. Das sind die das Engineering machen, die Produktion machen, sind auch die, mit denen man die IT-Systeme definiert. Und wenn man das in den Griff kriegt, das entkoppelt man ein bisschen und kriegt das dann damit gelöst, das wäre ein Schritt. Ja, absolut. Ne? Ich finde immer diese Analogie, sich beschäftigen mit Entwicklung, sage ich mal, schaut euch doch mal an, wie die Produktion funktioniert. Diese Analogien, ne? Es gibt die Leute, die an der Maschine stehen oder die Maschinen bedienen und wirklich produzieren und es gibt natürlich diejenigen, die das ganze Produktionssystem planen, geplant haben, aber natürlich auch die kontinuierliche weitere Planung, Auftragsabwicklung machen. Und im Engineering sind wir da ein bisschen immer, nicht sagen unorganisiert, das wäre falsch, aber wir verlassen uns einfach drauf, dass wir bisher sehr gut ingenieren. Das muss man ja sagen. Der Erfolg ist tatsächlich dann hier eigentlich das Hindernis. Und dann sind wir mit dem mahnenden Finger, ob das so bleiben wird, da habe ich meine großen Zweifel. Was ist das spannendste Thema, was du momentan so siehst, aus deiner Sicht, so in dem Themenfeld, vielleicht auch beim Kunden, muss keinen nennen, aber wo du sagst, das ist eigentlich ein cooles Thema, was wir gerade dort auch voranbringen und das könnte auch wegweisend sein für viele andere. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich viele gute Anwendungsbeispiele gebaut, also wirklich auch produktiv im Einsatz mit Kunden, wo die wirklich dann mit KI im Engineering Schübe gemacht haben, die selbst vor 4 Monaten noch undenkbar waren. Und auch dann wirklich in so Zeitabständen von 8 bis 12 Wochen von lass uns das mal ausprobieren, bis das ist produktiv da. Also das heißt, wir kriegen das in Zeiträumen hin, die sich keiner hat vorstellen können. Ja. Das ist das eine. Und dann kommt immer die Frage, und warum geht das jetzt so schnell? Weil mit Partnerschaften dran gearbeitet wird. Aber, und jetzt kommt was natürlich für den einen, ich sag mal, eine Freude ist und für die anderen erstmal so eine harte Erkenntnis ist, dass das mit den Unternehmen tatsächlich am geschicktesten und am besten und am schnellsten gerade geht, die jetzt schon mal so, ich sag mal so 8 bis 15 Jahre, aber vielleicht auch nur 5 Jahre, aber auf jeden Fall seit 4, 5 Jahren eine sehr konsequente, transformale Strategie für das ganze Thema Product Lifecycle Management, Application Lifecycle Management, durch Organisation des Engineerings, alles schon jetzt sozusagen Projekte am Laufen haben, auch nicht fertig sind mit allem, aber auf jeden Fall das Denkmodell und den Zugriff auf Dinge haben. Und darauf basierend jetzt schafft man dann in 8 bis 12 Wochen wirklich Generatives zu schaffen, die phänomenale Ergebnisse bringen. Also wir haben wirklich Kunden, wo wir, ich sag mal, mit 0 Sekunden Engineering ganze Produkte fertigungsreif bekommen, wo vorher dann 6, 7, 8 Monate gebraucht wurden. Ja, und das ist die Lösung, da müssen wir hin. Ne? Also das ist, glaube ich, der Schlüssel, da müssen wir uns in Deutschland nicht aufregen oder beschweren, sondern das ist genau, wir haben ja die Lösung, wir hatten ja die Möglichkeit. Ne? Ich sage immer, wir brauchen KI nicht als Wirtschaftssektor, sondern wir brauchen KI als Lösungsbereich für die Dinge, die wir schon bisher immer gut gemacht haben, weil uns tut es auch nicht ein Wirtschaftsbereich KI zu haben, wo wir ein paar Milliarden Umsatz machen, wenn uns der Mittelstand wegfällt im Produktionsbereich. Das werden wir nicht auffangen durch die Lösungen. Ne? Und deswegen ist das eigentlich total spannend und auch genau richtig, dass wir da eigentlich da dran arbeiten. Und du hast das auch schön gesagt, im Partnerschaftsmodell, also Co-Innovation, das ist doch bei dem Thema doch total wichtig. Ne? Ja, weil das muss man ganz klar sagen. Also wenn jetzt jeder für sich einzeln anfängt, das zu durchsteigen, Bücher erst bestellt und liest und auf Seminare läuft, dann ist das an ihm vorbeigelaufen. Ne? Und das ist ja das Spannende jetzt gerade, das ist ja das, was wir machen, dass wir sozusagen KI in die Industrie bringen. So. Ja. Und da kommt dann immer auch die Diskussion, die ist auch manchmal abendfüllend.
ist KI jetzt eine neue Technologie? Ist das jetzt irgendwas, was wir noch gar nicht benennen können, was das ist? Ich habe neulich gehört von jemandem, der hat gesagt, das ist eine Art Spezies. Oh, ja, was ist das, ein Lebewesen? Ja, also wissen wir alle nicht. Aber sag ich auch mal, ob man das diskutieren muss, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall das Verständnis darüber, dass nicht einfach nur ein neues Stück Tool oder irgendwas ist, sondern dass man das für jeden auch einzeln ausdefinieren muss. Und dann kommt natürlich immer die Frage, und wo kann ich jetzt so ein Stück KI kaufen und bei mir reinsetzen? Wie geht das jetzt? Wo kann ich das anschließen? Wie ist die API? Also das heißt, die Fragen sind halt noch, das merkt man einfach aus unserem gewohnten alten Referenzsystem, ne? Die Fragen, wie ist die Integration, wo ist die API, wo ist die Security-Ebene? Und sagen wir, das kann man, also ist ja auch richtig, das muss man auch fragen und das ist auch, also hat es ja auch dann irgendwo, aber nicht in der Art, wie wir das bisher gehandhabt haben. Ne? Das ist ja immer so wie so ein Netzwerkobjekt, was man reinbaut. Ja, die Architektur wird anders ausschauen. Ja. Das ist definitiv so. Und in den Komponentenschichten und dergleichen zu denken, ist natürlich das Modell, was wir kennen, was wir auch haben, weil es eher Komplexität reduziert. Ne? Aber tatsächlich wird sich da einiges tun im Umgang, was, glaube ich, mega spannend ist. Ne? Ja. Ihr arbeitet jetzt auch nicht an einem eigenen Sprachmodell, aber ihr habt eine starke Partnerschaft mit Microsoft. Das heißt, der Ansatz, ich frage jetzt mal so rein, wahrscheinlich ähnlich so, wie wir das bei uns auch so sehen. Man nimmt Sprachmodelle, die vorhanden sind, die schon unendlich lange trainiert und komplex trainiert worden sind. Genau. Da bin ich auch der Überzeugung, da werden wir auch in Deutschland nicht das als Geschäftsmodell noch aufschließen können. Der Zug ist abgefahren. Aber die sind ja zum Teil ja sehr günstig, auch in Partnerschaftsmodellen vernünftig auch hinzubekommen. Und die Frage ist ja, wie schaffe ich das jetzt im industriellen Einsatz? Und das ist ja schon immer die Stärke gewesen. Also wir haben ja viele Dinge nicht erfunden in Deutschland, aber wir haben das Internet nicht, aber wir haben das industrielle Internet ja maßgeblich vorangetrieben in Deutschland. Und die Internetstandards, alles, was wir gemacht haben. Und das muss doch auch genau der Weg jetzt sein bei dem Thema KI. Ja. Und da verstehe ich mal die Politik oft nicht, die da versucht, dem Silicon Valley nachzujagen. Wir haben ja unseren tollen Wirtschaftssektor und Wirtschaftsbereich und auf den müssen wir gucken und den müssen wir voranbekommen. Ne? Siehst du das ähnlich? Ja, definitiv. Und auch die von den, sag ich mal, Beispielen, die wir jetzt hier gesprochen haben, wo jetzt wirklich viele Kunden unterschiedlichste Facetten. Ja. Also mal wirklich mit Deep Learning, aber dann auch mit Generative AI und in Kombination Dinge auf die Beine gestellt haben in so kurzer Zeit, was da wirklich uns, sag ich mal, extrem optimistisch in die Zukunft blicken lässt dabei ist, das sind Unternehmen, die von ihren eigentlichen Themen wirklich tiefe Ahnung haben. Ja. Das sind jetzt nicht irgendwer, der sich, sag mal, morgens überlegt hat, jetzt mache ich mal so Pop-up-mäßig, habe ich mal eine Idee, meine Verpackungsmaschine und dann die machen wir ein bisschen länger. Und spreche da mal was in ChatGPT rein und dann kommt das schon raus. Nein, das sind tatsächlich die Unternehmen, die es länger machen und die auch schon längere Zeit ihre Daten sammeln. Manchmal mit Momenten, wo man sagt, okay, hätte ich vielleicht beim Datensammeln darauf achten müssen, dass ich sie mir generalisiere. Also da merkt man dann schon, Datensammeln war gut, aber hätte man auch das eine oder andere Mal vielleicht noch ein bisschen konkretisieren müssen, aber das kriegt man nachgebaut, dann holen wir wieder die Experten ran. Aber darauf basierend solche Dinge entstehen. Das heißt, alle Top-Beispiele basieren auf wirklich tiefstem Know-how der Technologie und dessen, was der Kunde von demjenigen braucht und will. Und das stimmt uns ja in eine positive Zukunft. Sagt, okay, wenn wir das jetzt aufnehmen und dann loslegen, dann geht's. Und wie gesagt, und das geht querbeet. Und ich habe halt durch unsere Aufgabe, also jede Woche tiefen Einblick in verschiedenste Entwicklungen, Produktion, Qualitätssysteme. Und auch in den interessantesten Bereichen, wo man sagt, da ist es jetzt von der Produktion oder vom Engineering her, würde man jetzt, wenn man das Produkt erklärt erstmal so und was das für ein Fertigungsverfahren ist, würde man sagen, ja, das ist ja, das ist eigentlich sehr alte Geschichte. Und wenn man dann aber guckt, was man da oben draufsetzen kann, auch was also wirklich überall geht, ist unglaublich. Ja, absolut. Aber das liegt dann wirklich an dem Know-how der Leute, die sagen, ja, das machen wir nur schon Jahre von Hand. Und da kommen auch von den eigentlichen, das ist auch spannend. Das sind nicht so top-down, so lass uns mal KI machen und gehen mal gucken, wo es ist. Das kommt wirklich auch von Leuten, die das, sag ich mal, auf dem Shopfloor tun. Da kommen Ideen, die hat man, also wird man nicht drauf kommen, wenn man in irgendeinem schönen Coworking-Space sitzt und bei Chai Latte ein paar Sachen ausdiskutiert. Das kommt tatsächlich am Objekt, beim Machen hingehen. Leute ranholen und sagen, komm, guck mal an, was ich mache, können wir das diskutieren? So entstehen die Dinge. Absolut. Ne? Das ist einer der wesentlichen Gründe, weswegen Engineering und Produktion zusammen auch im Standort bleiben muss. Und weil würde eins von den beiden schon fehlen, dann wird es ganz schwierig, innovativ zu bleiben. Man muss diese gesamte Kette letztlich irgendwie abdecken. Wir haben viele Beispiele, wo wir nicht anfangen, über
Halbleitertechnik, wo wir auch mal ganz gut unterwegs waren, das darf man auch nicht vergessen. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, aber fertig müssen wir es ja nicht hier und auf einmal haben wir keine Ahnung mehr davon. Ja. Das hängt schon eng zusammen. Nico, vielen Dank, dass wir so ausführlich so Einblicke hatten und ich glaube, wir haben alle gelernt, Wettbewerbsfähigkeit startet jetzt auch tatsächlich mit KI, die voranzubekommen, Engineering, Produktion, alle Prozesse im Blick zu haben und dann werden wir auch erfolgreich die IT-Systeme von morgen in den Unternehmen gestalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.